Du fragst dich, was Minus mal Minus ergibt und wie du dir das am besten merken kannst? Dann bist du hier genau richtig. Wenn du Minus mal Minus rechnest, dann kommt eine Pluszahl raus. Zwei negative Zahlen miteinander multipliziert ergeben also eine positive Zahl. Aber warum ist das überhaupt so? Dafür machst du dir erstmal klar, was eine negative Zahl überhaupt ist. Das Minus bedeutet, dass etwas fehlt oder weggenommen wird. Stell dir das am besten an einem Beispiel vor. Du hast dir bei einem Freund 20 € geliehen und sie noch nicht zurückgezahlt. Dann hast du 20 € Schulden bei ihm. Das kannst du auch minus 20 € nennen. Wenn du dir 3 Monate hintereinander 20 € geliehen hast, dann sind das 3 mal minus 20 €, also 60 € Schulden oder minus 60 €. Das können wir auch für Minus mal Minus machen. Minus bedeutet nämlich auch, das Gegenteil zu tun oder etwas in das Gegenteil zu verwandeln. Wenn du also minus 3 mal 20 € schuldest, dann verwandelt das Minus vor der 3 die gesamte Rechnung ins Gegenteil. Das heißt, dass dein Freund dir jetzt 3 mal 20 € gibt. Das sind 60 €. Minus 3 mal minus 20 ist also 60. Prima, jetzt weißt du schon, wie du Minus mal Minus rechnest. Um dir das besser zu merken, kannst du dir auch eine Zahlengerade anschauen. Es gibt hier eine positive Seite und eine negative Seite. Pluszahlen bewegen dich auf der Zahlengerade in die positive Richtung. Minuszahlen bringen dich in die negative Richtung. Wenn du dich also von der 0 dreimal um minus 1 bewegst, landest du auf der minus 3. Aber was, wenn du dich minus 3 mal um minus 1 bewegen willst? Dann musst du das Gegenteil von der Bewegung in die negative Richtung machen. Du gehst also stattdessen in die positive Richtung und landest auf der 3. Minus 3 mal minus 1 ist also 3. Sehr gut. Um dir das noch leichter zu merken, gibt es 3 kurze Regeln. Die erste ist, dass das Produkt von zwei Zahlen mit gleichem Vorzeichen immer positiv ist. Das heißt, dass Plus mal Plus und Minus mal Minus beide Plus ergeben. Also sowohl 3 mal 4 als auch minus 3 mal minus 4 ergeben beide eine positive Zahl, nämlich 12. Anders ist das, wenn du eine Plus- und eine Minuszahl hast.
Das Produkt von zwei Zahlen mit unterschiedlichem Vorzeichen ist nämlich immer negativ. Das heißt, egal ob du minus 2 mal 5 rechnest oder 2 mal minus 5, es kommt immer eine negative Zahl raus, nämlich minus 10. Aber was, wenn du mehr als zwei Zahlen hast? Dann musst du die Anzahl der Vorzeichen zählen. Bei einer geraden Anzahl an Minuszahlen ist das Ergebnis eine positive Zahl. Ist die Anzahl ungerade, ist das Ergebnis negativ. Super, aber wie kommt man überhaupt auf die Regeln? Dafür versuchst du am besten, die Minus mal Minus-Regel herzuleiten. Das geht am einfachsten mit dem Distributivgesetz. Um damit zu arbeiten, wählst du zunächst konkrete Zahlen und setzt sie in das Distributivgesetz ein. Nimm zum Beispiel a gleich minus 2, b gleich 3 und c gleich minus 3. Du weißt noch nicht, was Minus mal Minus ergibt. Deswegen konzentrierst du dich auf das, was du schon ausrechnen kannst. Das ist das 3 plus minus 3 auf der linken Seite. Das ergibt 0. Die 0 wird noch mit der minus 2 multipliziert. Da etwas mal 0 immer 0 ergibt, kannst du auf der linken Seite also einfach 0 schreiben. Als nächstes schaust du dir die rechte Seite an. Bei minus 2 mal 3 kannst du das Minuszeichen einfach stehen lassen und die Zahl normal multiplizieren. Das ergibt dann also minus 6. Du musst dich also nur noch fragen, was minus 2 mal minus 3 ergeben muss, damit du mit der minus 6 zusammen 0 bekommst. Richtig, eine positive 6, denn minus 6 plus 6 ergibt 0. Sehr gut, damit hast du Minus mal Minus ergibt Plus hergeleitet. Jetzt weißt du, wie du negative Zahlen miteinander multiplizieren kannst. Aber es gibt noch andere Wege, aus negativen Zahlen positive zu machen. Zum Beispiel den Betrag. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann schau dir unser Video dazu an.